Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir möchten Ihnen im Rahmen unserer heutigen Aktualitätssendung ein ganz besonderes Programm vorstellen. Es geht uns darum, zu untersuchen, welches die brennendsten und aktuellsten Probleme sind, die einige europäische wie auch außereuropäische Völker zurzeit beschäftigen. Wie kann man nun im Rahmen einer circa 20-minütigen Sendung am besten die Probleme gleich mehrerer Völker erfassen? Wohl dadurch, dass man sich Aktualitätssendungen der Fernsehgesellschaften der betreffenden Länder, wie beispielsweise deren Tagesschau, anschaut. Dank der Mitarbeit der Eurovision und der lokalen Fernsehgesellschaften ist es uns heute Abend möglich, in einer Direktsendung, also live via Satellit, die Tagesschauprogramme dieser betreffenden Länder zu verfolgen. Wir schätzen uns glücklich, dass wir für die technische Leitung dieser Sendung den Televisionsspezialisten aus Los Angeles, Vince Dapp, gewinnen konnten. Als Berater für Militärfragen hat sich der bekannte Schweizer Manager Hauptmann Dieter Tromp zur Verfügung gestellt. Bereit? Ja. Die Technik ist bereit. Wir schalten jetzt um. Domini semper vobiscum et numis nobiscum. Qui Radio Televisione della Città del Vaticano, telegiornale. Il telegiornale è stato offerto dalla ditta Marlboro, produttrice delle fragranti e profumatissime sigarette. Roma, Sua Eccellenza il professor dottor Ettore Rossi, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Berna, è giunto oggi in visita ufficiale nella città del Vaticano. Accolto dal cardinale segretario di Stato Cicognano all'aeroporto di Ciampino, dopo una breve visita in automobile rinforzata ai migliori ristoranti della città, il professore è stato accolto in udienza privatissima da Sua Eminenza il Papa Paolo VI. Dopo un cordiale colloquio, il professor Rossi è riuscito a ottenere anche dal Papa un fondo per la ricerca scientifica in pediatria. Terminato il colloquio, davanti a un attentissimo uditorio, il professor Rossi ha tenuto una conferenza su un tema scientifico di bruciante attualità. Zusammenfassend können wir Folgendes sagen. Der Wirbel um die Pille ist vorbei. Wenigstens bei uns in der Schweiz und ich hoffe auch hier in Rom. Aber es kommt nun ein unwahrscheinlich wichtigeres Problem. Ja, ich sage ein Problem von immenser Bedeutung. Verehrte Eminenzen, es geht um die unvergleichlich wichtigen Fragen des therapeutischen Abortes bei genetischen Krankheiten. Und Herren, offenbar musste aus einem uns unbekannten Grund die Zensur des Vatikans hier eingreifen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass es sich hier um eine Live-Sendung handelt. Wir schalten jetzt wieder um. Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας σας μεταδίδει τα νεότερα της ημέρας. Ο Πρωθυπουργός κ. Παπαδόπουλος ανέλαβε και καθήκοντα Πατριάρχου. Έφτασε σήμερα στη χώρα μας ο γνωστός καθηγητής της Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Βέρνης Ελβετίας, κ. Ettore Rossi. Ούτως επιβαίνων ειδικού αεροπλάνου μετέβη στη Θεσσαλονίκη δια εξαιρετικών ιατρικών περιστατικών. For Sam, Airman Chewing Gum. Wir schalten erneut um.
Good evening, ladies and gentlemen. This is the 10 o'clock news brought to you by the BBC. This programme is offered to you by Marlborough. Come to where the flavour is. Come to Marlborough country. Oh, I'm sorry. That was a technical error. Come to where the flavour is. Come to Marlborough country. Oh no. We apologise for this mistake. Come to where the flavour is. Come to Marlborough country. The well-known Swiss paediatrician, Professor Ettore Rossi, was received by Her Majesty the Queen at Buckingham Palace late yesterday afternoon. Professor Rossi was knighted, and this is of some interest to our viewers since the purpose of his visit was to raise funds for the scientific foundation of his new children's hospital in Bern. Bereit? Danke. Die Technik meldet, dass der Satellit jetzt betriebsbereit ist. Wir begeben uns deshalb außerhalb Europas. こんばんは、皆さん方の NHK ニュースです。なお、この番組はスイスの有名な小児科医のベルン大学教授エトローレ・ロッシー教授が昨日東京を訪れ、本日午後東京大学にて最近の小児科学の進歩について特別講演をいたします。Kata pasoi canti pinti la faccia cialban, dove si veste, dove si calibra me la buon tium palaccium pa posso fare cena avanti bece e nuovi un durante festival va sonna festival in light be mi jawohl und da wirst du feststelle juamte ist im palawom da mi sego tempo le voce vace giù un pantuvi Für die nächste Tagesschau wieder zurück nach Europa. Señoras y señores, buenas noches. Comenzamos nuestro telediario con la información nacional ofrecida a ustedes por Marlboro Cigarette. Venga donde huelen las flores, venga al Marlboro County. En la sesión celebrada esta mañana en el Palacio de las Cortes, el Consejo de Ministros ha decidido aumentar la tasa postal. Esta nueva ley entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo. El conocido pediatra suizo profesor Ettore Rossi visitó ayer Madrid siendo recibido por el general Franco, quien le impuso la medalla del mérito universitario. Por la tarde el profesor Rossi dio una lección en el aula magna de la universidad. Und wieder geht es in einen anderen Kontinent. Good evening, ladies and gentlemen. This is the Ghana Radio bringing you the news in Chi. Yabaha na nyumre si ebeji ani. Adisuafo a ewo Bern a ewo Switzerland ehia mu na nyumre ma wo mo se enam ade a Professor Ettore Rossi Aus Kapstadt kommend, wo er an einem internationalen Kongress für Herztransplantation teilgenommen hatte, ist heute Nachmittag Professor Rossi in Ghana eingetroffen. Unser Archivbild zeigt Professor Rossi mit dem Obermedizinmann Umpa Pa, mit welchem ihn Freundschaft verbindet. Der Satellit ist erneut für uns betriebsbereit. Wir schalten jetzt um nach den USA. Good evening, folks. This is the CBS News brought to you by Marlborough. Today in Washington, President Nixon said at a press conference that the disturbance in Vietnam would soon be finished. He made this statement after a dinner honoring the famous Swiss pediatrician, Professor Rossi. Last night,
in New York City, Professor Rossi addressed an audience of physicians. He was honored afterward by a ticker-tape parade through the streets of New York. Ladies and gentlemen, I have the very big pleasure to present you this very big new paper in New York. Nun, ich komme zum eminenten Problem der medizinischen Forschung. Die medizinische Forschung ist heute unvergleichlich wichtig geworden. Ja, ich möchte sagen, sie ist das Wichtigste überhaupt. Ladies and Gentlemen, ich sehe das so: im Vorhof des Gehirns eines jeden meiner Assistenten sitzt ein Forscher. Und so sollte es überall sein. Da wir so großen Wert auf die Forschung legen, sind wir auch dementsprechend ausgerüstet. In meiner Klinik in Bern steht uns das Neueste, das Modernste und das Beste zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind großzügig. Platz ist in Hülle und Fülle, natürlich mit Air Condition. Auch an Apparaten haben wir das Beste. Zum Beispiel eine Heißluftzentrifuge, ein Ultraschallmikroskop, eine elektronisch gesteuerte Fütterungsanlage für Mäuse und Ratte. Nicht zu vergessen die audiovisiometrischen Apparate zur Fortbildung. Was auch klappt und was ich sehr schätze, ist die enge Zusammenarbeit mit Laborantinnen und Sekretärinnen. Ladies and Gentlemen, auch das Geld spielt bei uns keine Rolle. Es ist so, in der Schweiz gibt es viele Institutionen, die wir um Geld angehen können. Angefangen vom Fonds für die Winterhilfe und die Aktion im Dienste des Bruders, über den Fonds für arme Wehrmänner und für die Erhaltung der Kavallerie bis hinauf zum Nationalfonds fließen die Quellen reichlich. Ja, wir haben, ich möchte sagen, zurzeit einen gewissen Überschuss an finanziellen Mitteln, so dass wir Ihnen, und ich spreche hier im Auftrage unseres Finanzministers und Bundespräsidenten, zur Überbrückung Ihrer Schwierigkeiten mit Geld sogar aushelfen können. Meine Damen und Herren, kehren wir wieder in die Schweiz zurück und schauen uns die Tagesschau des Fernsehens der deutschen und der rätoromanischen Schweiz an. Das ist die Schwierigkeit, nicht wahr? Dass wir einfach eine Ausgabenexplosion haben, und dieser Ausgabenexplosion müssen wir entgegentreten. Ich glaube aber trotzdem, würden wir trotz dieser Mehreinnahmen, werden wir nicht fertig, und wir müssen unbedingt aufgrund von Prioritäten gewisse größeren Aufgaben verschieben. Würden Sie trotzdem, Herrn Professor Herschkowitz, bei der Einrichtung einer Intensivpflegestation für krampfende Chimbi-Mäuse unterstützen? Jawohl. Werden Sie die weiteren weltweiten Reisereien von Professor Hadorn auch finanzieren? Ja. Könnte Ihnen Professor Rossi heute Abend aus Ihrer Finanzklemme helfen? Ein Alkohol, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil